Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Heute habe ich One Piece DIYs für euch mitgebracht. Ich habe mir 3 coole Ideen zu One Piece überlegt, die super einfach nachzumachen sind und richtig viel Spaß machen und sich dazu noch richtig gut teilweise im Manga-Regal machen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich möchte gerne ein bisschen was verändern bei Tina Hase und meine Themen ein bisschen erweitern oder so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Auf jeden Fall wird es Anime und Manga bleiben, aber ich möchte meine Videos gern ein bisschen spezieller aufstellen, wie zum Beispiel diese Woche mit diesem One Piece Video. Wie immer am Anfang des Videos habe ich eine Frage des Tages an euch, beziehungsweise 2 Fragen. Und zwar wüsste ich gern von euch, habt ihr den One Piece Film Red im Kino gesehen? Ich habe ihn im Kino gesehen und zwar alleine. Das war so ein kleines Experiment, was ich gemacht habe, mal ganz alleine ins Kino zu gehen. Und es war einfach super cool. Ich möchte das auf jeden Fall öfter machen. Anime-Filme im Kino zu sehen, finde ich sehr, sehr spannend und es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe mir für nächstes Jahr schon vorgenommen, dass ich das auf jeden Fall weitermachen möchte und auch schon ein paar Filme im Auge, die ich auf jeden Fall anschauen möchte. Und damit komme ich auch schon zu meiner zweiten Frage. Und zwar wüsste ich super gerne, welcher war denn der letzte Anime-Film, den ihr im Kino gesehen habt? Bei mir war es, wie gesagt, One Piece Film Red und das war auch der erste. Und es war einfach so cool, Anime-Filme im Kino zu sehen, finde ich eine richtig tolle Sache. Und damit würde ich auch sagen, geht's jetzt los. Ich habe euch wie immer unten in der Videobeschreibung alle Materialien, die ich jetzt benutze, aufgeschrieben und auch teilweise verlinkt. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und Freude mit den Bastelanleitungen zu One Piece. Für die erste Idee habe ich mir hier so einen kleinen Bilderrahmen gekauft. Das ist ein Schattenbilderrahmen, der ist etwas tiefer als normale Rahmen und den nehme ich als erstes jetzt mal auseinander. Die Rückseite und das Blatt Papier, genauso wie diesen Platzhalter, der dazwischen ist, lege ich erstmal beiseite und dann nehme ich die Glasscheibe und dieses Passepartout raus. Das Passepartout brauchst du nicht mehr, das kannst du gleich wegtun, aber die Glasscheibe, die werden wir gleich bearbeiten. Für den nächsten Schritt habe ich mir den Jolly Roger der Strohhutbande hier ausgedruckt. Der ist genau in der Größe wie die Glasscheibe und dann brauchst du auf jeden Fall noch so einen schwarzen Permanentmarker. Meine Glasscheibe lege ich jetzt hier mittig auf mein Motiv drauf und fixiere sie dann mit 2 Streifen Tesafilm. Ich nehme hier noch so ein Tuch, das lege ich mir unter meine Hand, damit ich nichts verschmiere und auch die Scheibe nicht so fettig wird. Und dann male ich hier alle Konturen und Linien nach, bis ich den kompletten Jolly Roger hier auf meine Scheibe übertragen habe. Wenn du das gemacht hast, kannst du dein Bild abnehmen. Ich drehe jetzt mein Blatt Papier um, damit ich einen weißen Untergrund habe und dann geht's weiter. Mit dem schwarzen Permanentmarker male ich jetzt erst einmal die Augen aus, genauso wie die Nase. Und dann male ich den kompletten Hintergrund einmal schwarz an. Das mache ich immer so ein bisschen etappenweise. Ich male hier die Konturen noch einmal nach, damit sie schön deckend sind. Und dann arbeite ich mich Stück für Stück vor, bis ich irgendwann die komplette Scheibe bemalt habe. Und als nächstes kannst du deine Scheibe dann hochnehmen und dann siehst du überall noch so kleine Löcher, wo du vielleicht nochmal nachmalen könntest. Du kannst das Ganze natürlich auch so lassen. Ich male hier stellenweise noch einmal ein bisschen nach, wo ich denke, dass da zu viele freie Flächen sind. Und dann lasse ich den Permanentmarker erst einmal gut antrocknen. Als nächstes nehme ich mir jetzt hier Permanentmarker in Gelb und in Rot und damit male ich hier den Strohhut noch einmal an. Die Banderole kommt natürlich in Rot. Und dann ist die Glasscheibe auch schon fertig. Diese setze ich jetzt zurück in meinen Bilderrahmen, natürlich mit der unbemalten Seite nach außen. Also das, was ich angemalt habe, ist jetzt innen. Dann nehme ich mir den Platzhalter als erstes, den lege ich hier oben drauf, damit das Ganze so ein bisschen versetzt ist. Und jetzt nehme ich mir das Blatt Papier, was in meinem Bilderrahmen war, und drehe das um. Ich nehme jetzt hier die weiße Seite und dann nehme ich mir eine Lichterkette und diese Lichterkette klebe ich einfach mit ein paar Streifen Tesafilm auf diesem weißen Blatt Papier fest
Du musst unbedingt darauf achten, dass ganz außen ja noch dieser Platzhalter ist. Also da muss unbedingt ein bisschen Platz zwischen bleiben. Und dann legst du das weiße Blatt Papier mit der Lichterkette einfach in den Bilderrahmen rein. Hier an der Seite kann das Kabel gut rausgucken. Dann nimmst du dir die Rückseite von deinem Bilderrahmen und da schneidest du mit einer ganz scharfen Schere hier an der Seite so ein kleines Dreieck rein, damit das Kabel von der Lichterkette da durch kann. Und dann setzt du diese Rückseite wieder in deinen Bilderrahmen ein. Den Batteriekasten kannst du mit Heißkleber oder mit Tesafilm hinten fixieren. Und dann hast du dir ein richtig schönes One-Piece-Licht gebastelt. Für die nächste Idee benutze ich ein Laminiergerät. Dafür habe ich mir hier als erstes Bilder von One-Piece-Charakteren ausgedruckt und diese schneide ich mir jetzt erst einmal aus. Ich habe hier bei allen so einen kleinen weißen Rand stehen gelassen und unten an den Füßen habe ich auch 2 cm stehen gelassen, weil ich daraus gleich Figuren machen möchte und die muss ich gleich irgendwie hinstellen. Jetzt nehme ich mir meine Laminierfolie, das ist so Folie, die man aufklappen kann. Das mache ich jetzt einmal und dann lege ich alle meine Charaktere in diese Folie rein. Ganz wichtig ist, dass du zwischen all deinen Figuren ein bisschen Platz lässt. Und jetzt schiebe ich die Folie in das Laminiergerät rein. Ich finde, so ein Gerät ist richtig cool, da kann man auf jeden Fall tolle Sachen mitmachen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Laminiergerät habt oder ob das etwas ist, wo ich öfter mal DIYs mitmachen soll. So sehen meine Charaktere jetzt aus. Die sind richtig schön stabil geworden durch die Folie und die schneide ich jetzt natürlich alle noch einmal aus. Außenrum habe ich überall ein bisschen was von der Folie stehen gelassen. Die ist ja durchsichtig, deswegen sieht man das nicht. Und zwischen den Beinen habe ich auch Folie stehen gelassen, damit das Ganze einfach stabiler ist. Für den nächsten Schritt habe ich mir jetzt für jeden Charakter 2 Rechtecke aus Moosgummi ausgeschnitten. Die müssen ein bisschen breiter sein als die Figuren. Und in diese Rechtecke schneidest du jetzt mit einer ganz spitzen Schere Schlitze rein. Achte darauf, dass sie richtig schön in der Mitte und auf jeden Fall übereinander sind. Denn wenn die Schlitze jetzt groß genug sind, klebst du diese beiden Stücke mit Bastelkleber aufeinander. Drücke das Ganze richtig schön fest und lass den Kleber auf jeden Fall trocknen, bevor du jetzt mit dem nächsten Schritt weitermachst. Ich nehme jetzt meinen Ruffy und stecke den hier schon mal in den Fuß rein. Aber ich habe unten ein bisschen zu viel stehen gelassen, deswegen schneide ich hier unten an den Füßen nochmal etwas von dem Papier und der Folie nach, sodass er auf jeden Fall auf dem Rechteck draufsteht und nicht darüber schwebt. Und dann stecke ich ihn in diesen Fuß rein und dann ist meine erste Figur auch schon fertig. Das Ganze mache ich natürlich auch mit den anderen und so kannst du dir richtig coole Anime-Figuren für dein Manga-Regal oder einfach als Dekoration basteln. Und für Idee Nummer 3 habe ich mir hier so Holzschlüsselanhänger gekauft. Diese gibt es bei Teddy oder im Bastelladen. Und da mache ich als erstes oben diesen Schlüsselring ab. Und dann grundiere ich die Holzscheibe mit grauer Acrylfarbe. Als nächstes nehme ich mir einen Bleistift und male damit einen Kreis vor. Den male ich hier schon mal mit einem Permanentmarker nach. Und dann male ich mit einem Bleistift das Symbol der Strohhutbande vor. Wenn dir das nicht so leicht fällt, kannst du dir natürlich auch ein Motiv aus dem Internet ausdrucken und es mit Kohlepapier übertragen. Und dann nimmst du dir einen Permanentmarker und damit malst du alle Konturen von deinem Motiv einmal nach.
Hier außenrum male ich noch so kleine Griffe an. Ich möchte nämlich, dass um den Jolly Roger so ein Steuerrad steht. Und dann nehme ich mir einen roten Permanentmarker und male damit so als kleines Highlight das Band von dem Strohhut nochmal an. Mit einem Radiergummi radiere ich jetzt alle Bleistiftstriche, die noch stehen, einmal weg. Und dann nehme ich mir einen silbernen Permanentmarker und damit male ich mein Steuerrad noch einmal nach. Ich hatte irgendwie Lust darauf, das so ein bisschen hervorstehen zu lassen und so sieht mein Anhänger jetzt aus. Die Rückseite könntest du natürlich auch so bemalen, aber ich habe mir hier einen Aufkleber rausgesucht, den habe ich noch in einem älteren Coneco-Heft gefunden und den klebe ich hier einfach auf die Rückseite drauf. Du könntest dir natürlich auch ein Bild aus einer Zeitschrift ausschneiden oder ausdrucken und dieses dann aufkleben. Mit meiner spitzen Schere piekse ich hier oben nochmal das Loch nach. Und dann nehme ich mir transparente Acrylfarbe und damit gehe ich jetzt einmal komplett über den Anhänger drüber, damit die Farben und auch der Aufkleber gut versiegelt werden. Und das Ganze lässt du dann natürlich erst einmal antrocknen. Wenn die Farbe dann komplett angetrocknet ist, dann kannst du den Schlüsselanhänger wieder zusammensetzen, also diesen Ring, der da dran war, wieder einsetzen. Ich wollte gern ein längeres Kettchen an meinem Schlüsselanhänger haben, deswegen habe ich mir hier einen etwas anderen Anhänger besorgt. Und diesen befestige ich jetzt an meinem Holzplättchen. Und dann ist der One Piece Schlüsselanhänger auch schon fertig. Und wenn du jetzt bis hierhin geschaut hast, dann schreib mir doch super gerne in die Kommentare, welchen Anime du als nächstes gerne bei mir sehen würdest. Ich habe so ein paar Ideen auf jeden Fall schon im Hinterkopf. Ich möchte unbedingt ein Video zu Mein Schulgeist Hanako machen. Einer meiner absoluten Lieblingsmanga, den liebe ich. Ich liebe auch die kleinen Mocke und deswegen möchte ich da auf jeden Fall was zu machen. Sailor Moon ist auch so eine Sache, die ich schon immer liebe. Deswegen wird es auch ein Sailor Moon Video geben. Und wenn ihr noch andere Ideen oder Vorschläge habt, schreibt mir das super gern in die Kommentare. Ich schaue mir alles an. Für mich ist immer so ein bisschen wichtig, ich muss den Anime oder Manga einmal angelesen oder gesehen haben, damit ich so ein bisschen Ahnung habe, worum es da geht und nicht irgendwelche Namen oder Dinge falsch ausspreche. Das finde ich einfach super unangenehm. Deswegen muss es schon etwas sein, was ich mal geguckt oder gelesen habe. Aber ich versuche einfach, mich überall so ein bisschen reinzufuchsen. Also schreibt mir eure Lieblings-Anime und Manga, zu denen ihr DIYs sehen möchtet, unbedingt unten in die Kommentare. Verteilt ganz viele Daumen, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert natürlich meinen YouTube-Kanal. Und wenn ihr jetzt noch Lust auf weitere DIYs und Bastelideen zu Anime und Manga habt, findet ihr hier noch 2 weitere Videos. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal beim nächsten Video hier wiedersehen. Bis dann!